Über 2200 britische Verwundete wurden durch einen deutschen Divisionsarzt der Waffen-SS vor einem schweren Schicksal bewahrt. Die in einer desaströsen Niederlage endende Operation Market Garden wird bis heute von den Alliierten als 50- bis 90-prozentiger Erfolg verbucht, obwohl sie scheiterte und zahlreiche Verluste von jungen Leben forderte. Doch eine Tatsache wird bis heute verschwiegen, gestrichen oder nur als Randnotiz kurz und knapp erwähnt, obwohl sie ein Höchstmaß an Humanität darstellt, welches von den durch Fanatismus und Brutalität bekannten Truppen der Waffen-SS begangen wurde. In diesem Video schauen wir uns die Geschichte, die es offiziell nicht gibt oder geben darf, an. Eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Ein Sieg der Menschlichkeit. 1944, Schlacht um Arnheim, Westfront. Im September 1944 starteten die alliierten Streitkräfte in den Niederlanden ein Großunternehmen unter dem Codenamen Market Garden. Es sollte den Krieg verkürzen, doch es endete mit einem Fiasko. Überraschend für die Deutschen erfolgte die Massenlandung von Fallschirm- und Luftlandetruppen am Sonntag, den 17. September, bei Eindhoven, Nimwegen und Arnheim. Der Hauptangriff der 1. britischen Airborne-Division mit rund 10.000 Mann westlich von Arnheim wurde zuerst von den nur schwachen Kräften des 2. SS-Panzerkorps aufgefangen. Nach Anfangserfolgen kamen die Briten bei Arnheim bereits nach wenigen Tagen in eine sehr schwierige Lage und wurden von allen Seiten angegriffen. Zum Zeitpunkt der Luftlandung stand rund um Arnheim das 2. SS-Panzerkorps unter General der Waffen-SS Wilhelm Bittrich. Nach britischen Quellen konnte im Bereich der 1. britischen Luftlandedivision Generalmajor Urquhart am 21. September die zahlreichen Verwundeten im Kampfgebiet um Oosterbeek-Arnheim nicht mehr versorgt werden. Zu jener Zeit waren die Engländer auf einem Raum von 3 Kilometern Breite und 2 Kilometern Tiefe im Kessel von Oosterbeek zusammengedrängt worden. Teilweise wehrten sich die britischen Elitetruppen mit den roten Baskenmützen, Rote Teufel genannt, bis zum letzten Atemzug. Ihre Verluste stiegen, ihre Verbandsplätze waren mit Verwundeten überfüllt und sie konnten keinen Abtransport ihrer Verwundeten aus dem Kampfgebiet durchführen. Zudem waren die Verbandsplätze unvermeidlich schwerem Artillerie- und Werferfeuer ausgesetzt. In diesem Stadium setzte der britische General Urquhart sein Oberkommando in London von der verzweifelten Lage in Kenntnis. Da die Deutschen längst im Besitz der britischen Funkunterlagen waren, erfuhren sie von der qualvollen Lage, in der sich die britischen Verwundeten befanden. Der Führer der 9. SS-Division Hohenstaufen, Obersturmbannführer, ein Oberstleutnant, Walter Harzer, 1912 bis 1982, schlug nun seinem Divisionsarzt, der damals 29-jährige Kommandeur der Sanitätsabteilung 9, Hauptsturmführer, Stabsarzt Dr. Egon Skalka, vor, den Briten Hilfe anzubieten. Mit allen Vollmachten ausgestattet, fuhr dieser dann am 24. September mit einem erbeuteten Jeep, gefüllt mit Sanitätsmaterial, über die Hauptkampflinie in den Kessel von Oosterbeek hinein. Auf der Kühlerhaube saß ein gefangener Engländer mit einer Rotkreuzflagge. In Oosterbeek erwartete ihn der britische Truppenarzt, Colonel Oberarzt Dr. Warwick von der 1. Airborne Division. Überraschend und sichtlich erleichtert nahm er Skalkas Hilfsangebot zur Kenntnis. Er erhielt von General Urquhart dann die Erlaubnis, für den Nachmittag einen vorübergehenden Waffenstillstand auszuhandeln, damit das Schlachtfeld von Verwundeten geräumt werden kann, ehe die Kämpfe wieder aufgenommen würden. Dr. Skalka war im Prinzip damit einverstanden, erklärte aber, dass er hierzu die Erlaubnis seiner Vorgesetzten benötigte, die dann auch erteilt wurde. Die getroffenen Vereinbarungen wurden eingehalten. Diese sahen vor, dass um 15 Uhr ein zweistündiger Waffenstillstand beginnen sollte. Beide Seiten sollten sich bemühen, das Feuer nach Möglichkeit ganz einzustellen. Die Soldaten in den Stellungen wurden entsprechend informiert. Nach der Feuereinstellung beluden deutsche und englische Sanitäter am Nachmittag des 24. September 1944 alle verfügbaren Fahrzeuge mit Verwundeten, die dann ungefährdet in die deutschen Feldlazarette etc. in Arnheim und Umgebung abtransportiert wurden. Gleichzeitig konnten größere Mengen an Sanitätsmaterial mit Krankenwagen in den Kessel von Oosterbeek gebracht werden. In einem angrenzenden Gebiet in der Gegend des Tafelberg-Hotels wurde für den weiteren Verlauf der Kämpfe eine tägliche, zweistündige Waffenruhe vereinbart. Am Haupteingang zur Straße wurden die britischen Verwundeten während dieser Zeit in die deutschen Sanitätskraftwagen verladen. Außerdem wurde das in deutsche Hand gefallene ehemalige britische Lazarett im Elisabeth-Krankenhaus den englischen Ärzten zur Verfügung gestellt. Dr. Skalka versorgte das Krankenhaus, das ausschließlich der Unterbringung Schwerverwundeter diente, mit Medikamenten und Verpflegung. Im Verlauf der Schlacht rettete der Sanitätsdienst der Waffen-SS unter Dr. Skalka auf diese Weise über 2200 Engländern das Leben.
Diese Zusammenarbeit der deutschen und britischen Sanitätssoldaten setzte sich bis zur letzten Stunde der Schlacht fort. Ein späteres Dankeschön von Colonel Varick an den Obersturmbannführer Harzer hatte folgenden Wortlaut: 2. Oktober 1944. Ich möchte hiermit meinen Dank und meine Anerkennung für die äußerst wirksame Art aussprechen, mit der die deutschen Sanitätsdienste mehr als 2200 Verwundete der 1. Fallschirmdivision während der Zeit vom 24. bis 26. September 1944 aus dem Raum Osterbeek evakuierten. Der deutsche Sanitätsdienst arbeitete Tag und Nacht, zeitweise im Feuer beider Fronten. Er beendete seine Arbeit erst, als die Dunkelheit am 26. September einbrach, nachdem alle britischen und deutschen Verwundeten in Sicherheit waren. Eine andere Art von Dank erlebte Harzer und Dr. Skalka dann insofern, als beide nach Kriegsende mehrere Jahre in alliierten Kriegsgefangenen- und Internierungslagern verbringen mussten. Noch etwas überschattet auch heute noch Dr. Skalkas Erinnerung an sein damaliges, freiwilliges und unter steter Lebensgefahr durchgeführtes Samariterwerk. Eine Äußerung seines britischen Arztkollegen Colonel Varick. Sie brachten ihn dazu, jede weitere Verbindung zu dem britischen Sanitätsoffizier abzubrechen. Einer Erklärung Dr. Skalkas zufolge soll Varick zu ihm gesagt haben: Jeder wisse doch schon, dass der Krieg für die Deutschen verloren gewesen sei und er, Dr. Skalka, sich durch seinen Einsatz eine Rückversicherung habe verschaffen wollen. Eine weitere große humanitäre Aktion der deutschen Streitkräfte eignet sich an der Brücke von Arnheim. Obwohl die Niederlage der Briten unausweichlich war, die Deutschen das wussten, ging man umgehend auf die Bitte der Briten ein, um Evakuierung ihrer Verwundeten, stellt den Abtransport, medizinische Versorgung und Verpflegung sicher. Lieutenant Colonel John Frost erreichte als einziger sein militärisch zugewiesenes Ziel, die Brücke von Arnheim, und sicherte sie heldenhaft gegen die zahlenmäßig überlegenen deutschen Streitmächte. Die Lage schien aussichtslos für Frost und seine tapferen Männer. Sie hielten ihre Stellung, obwohl sie starke Verluste und Verwundete erlitten haben. Der Schlafentzug der Soldaten, schwindende Munition, Wasser- und Nahrungsvorräte trugen ihren Teil zur Aussichtslosigkeit bei. Frost erlitt eine Verletzung. Trotzdem waren sie entschlossen, die Brücke zu halten. Frost erreichte die Nachricht, dass über 200 seiner Männer verwundet waren und aufgrund der mangelnden Versorgung in Lebensgefahr schwebten. Geistesgegenwärtig handelte Frost mit den Deutschen einen Waffenstillstand aus. Die Deutschen halfen bei der Rettung der britischen Verwundeten. Die Verwundeten wurden von den Deutschen in das Krankenhaus nach Arnheim gebracht. Bereitwillig gingen die deutschen Befehlshaber auf die Bitte Frost ein, um die verwundeten Soldaten zu retten. Die Deutschen hatten ebenfalls Verluste und zahlreiche verwundete Soldaten. Die Versorgung 1944 war bereits massiv eingebrochen und das wenige Material und medizinische Personal würde dringend für die eigenen Soldaten gebraucht. Doch haben sie bereitwillig dem Feind ihre wertvollen Ressourcen zur Verfügung gestellt, um das Leid zu lindern. Von welcher Armee dieser Welt ist so ein ritterliches Verhalten bekannt? Vor allem, dass diese Armee für ihre Humanität, Ritterlichkeit und Respekt keine Anerkennung entgegengebracht wurde und wird, ist nicht ansatzweise nachvollziehbar. Das, was heute umfänglich bekannt wurde über diese Armee, sind ihre schlimmen Taten, die bis heute in jeder noch so kurzen Dokumentation umfangreich Beachtung finden. Doch findet sich nie etwas über die große Humanität der Armee, die in der Geschichte einzigartig ist. Wir alle wissen, dass es in unserer aufgeklärten Gesellschaft fatal ist zu pauschalisieren. Warum pauschalisieren wir in diesem Fall und stellen alle über 18 Millionen Soldaten, die nicht freiwillig in diesem Krieg kämpfen mussten, unter den Generalverdacht, Verbrecher zu sein? Diese Menschen erfüllten ihre Pflicht und haben sich durch ihre Teilnahme am Krieg zu keiner Weise schuldig gemacht. Die britischen Soldaten haben noch einen Tag unter vorbildlicher Pflichterfüllung ihre Stellung verteidigt und mussten sich dann ehrenhaft geschlagen geben und gingen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Während die deutschen Truppen teilweise sehr humanitär und unter der Wahrung des Völkerrechts mit Verwundeten und Gefangenen umgingen, sind aber nur ihre Verstöße gegen das Völkerrecht bekannt. Die US-Truppen waren besonders während der Invasion auf die Normandie sogar angewiesen, gefangene deutsche Fallschirmjäger und Soldaten der SS an Ort und Stelle zu erschießen. Ein klarer Bruch des Völkerrechts, das Genfer Abkommen zur Behandlung von Kriegsgefangenen. Der deutsche Oberstleutnant Fritz Vollriede notierte Folgendes in sein Tagebuch: Die Amerikaner verhielten sich wie immer, warfen unsere Verwundeten von der Brücke in die Waal und erschossen die wenigen Gefangenen der Reservistenarmee. Bis heute ist dieses Vorgehen gegen gefangene deutsche Soldaten sehr gut dokumentiert, durch Zeitzeugenaussagen und Aussagen von ehemaligen US-amerikanischen Soldaten. Einer Befragung zufolge erschoss jeder 10. der rund 3 Millionen in Europa stationierten US-Soldaten mindestens einen ergebenen Kriegsgefangenen. Ein klarer Bruch des Völkerrechts und somit ein Kriegsverbrechen. Diese Vorgehensweise können wir gut in Kriegsfilmen wie Band of Brothers, Der Soldat James Ryan, Fury Herz aus Stahl oder Inglourious Bastards und vielen mehr sehen. Ich habe Familie zu Hause. Das ist meine Frau. Das sind meine Kinder. Das sind... Halt die Fresse!
Halt die Fresse! Auf die Knie! Du nützt mir einen verdammten Scheiß, wenn du keine Krauts töten kannst. Blas ihm dickes, fettes Loch in den Pelz. Blas ihm dickes, fettes Loch in den verdammten Pelz. Nein. Und wieso nicht? Das ist nicht richtig. Nicht richtig? Wir sind nicht wegen Recht oder Unrecht hier. Wir sind hier, um sie umzubringen. Bitte zwingen Sie mich nicht dazu. Bitte zwingen Sie mich nicht. Alles gut. 1, 2. Bitte tut das nicht, bitte schieß mich nicht! Tu es, Norman. Tu es, Norman. Tu es, Norman. Jetzt stelle man sich vor, diese Szene wäre eine deutsche gewesen, wo Wehrmachtssoldaten einen gefangenen US-Amerikaner erschießen und die umherstehenden deutschen Lanzer hämisch lachen. Der Aufschrei wäre riesig, jeder hätte eine Meinung, Empörung würde umgehend in sozialen Medien aufkochen. Doch es handelt sich nur um einen Nazi, einen deutschen Soldaten. Und weil die Deutschen über Jahrzehnte entmenschlicht wurden, darf man mit ihnen alles machen. Kein Verbrechen ist schlimm genug. Ähnliches ist uns aus dem Irakkrieg bekannt. Dort wurden die irakischen Soldaten auch entmenschlicht dargestellt und dadurch ist der Öffentlichkeit jedes Mittel recht, sogar schwere Verbrechen, um diese Barbaren zu eliminieren. Doch zogen diese völkerrechtswidrigen Tötungen keine Konsequenzen nach sich, weder im Krieg noch in den Kriegsfilmen. Es ist traurig, wie leicht ein Feindbild geschaffen werden kann, eine Entmenschlichung einsetzt und die Öffentlichkeit jedes Verbrechen toleriert, da der Gegner ja schließlich den Krieg begonnen hat. Wenn die Menschlichkeit versagt, finden diese Szenen ihren Platz in der Geschichte. Wenn die Menschlichkeit dem Hass standhält, wird diese durch schwerste Verbrechen überschattet. Eine traurige und gefährliche Entwicklung. Krieg macht die Schlimmen schlimmer, die Anständigen anständiger und die Gleichgültigen gleichgültiger. Dieser Film ist allen Soldaten, Opfern aller Nationen und vertriebenen Menschen gewidmet. Wir können nur aus der Geschichte lernen und alles in unserer Macht Stehende nutzen, um weitere Kriege zu verhindern. Lügen können Kriege in Bewegung setzen. Wahrheit hingegen kann ganze Armeen aufhalten. Otto von Bismarck.